Hallo liebe Freunde, der Rennsteig ist nicht nur der älteste deutsche Fernwanderweg und der Traum eigentlich eines jeden Wanderfreundes. Der Rennsteig kann auch unheimlich süchtig machen. Gut dagegen sind zum Beispiel diese Schilder. Die muss man nicht klauen, die kann man sogar käuflich erwerben. Und da ich gefühlte 100.000 Mal schon auf dem Rennsteig unterwegs war, möchte ich euch heute meine Version vom Rennsteig vorstellen und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich wandere ja so gerne am Rennsteig durch das... Der Rennsteig, für mich der Inbegriff von Freiheit. Doch was ist eigentlich diese Freiheit? Dieser Begriff wird von Politikern und Medien immer inflationärer benutzt, was mich ärgert. Doch oben auf dem Rennsteig fühle ich mich wirklich frei. Von wenigen Ortspassagen abgesehen führt der Rennsteig über 169,29 Kilometer, um ganz genau zu sein, als einer der schönsten deutschen Fernwanderwege überwiegend durch den Wald. Start und Ziel sind... Ja, wo sind eigentlich der Anfang und wo das Ende? Da streiten sich Unmengen an Fachleuten und Fanatiker darüber. Inzwischen wird sogar ein Kompromiss empfohlen, nämlich in geraden Jahren soll der Rennsteig südostwärts von Hörschel nach Blankenstein, in ungeraden Jahren in der entgegengesetzten Richtung erwandert werden. Entscheidet also über den Startpunkt nach eigenem Dafürhalten oder Geschmack, nämlich zwischen der Saale in Blankenstein und der Werra in Hörschel. Aber egal welchen Startpunkt ihr wählt, einen schönen Brauch solltet ihr auf jeden Fall aufgreifen, und das wäre einen Stein aus dem Startfluss einpacken und am Zielfluss wieder ins Wasser werfen. Ein erhebender und berauschender Moment, kann ich euch sagen. Und spätestens an der Stelle ist es Zeit, euch vor den Gefahren des Rennsteigs zu warnen. Achtung! Der Rennsteig hat definitiv Suchtpotenzial. Wer einmal hier gewandert ist, der muss immer wieder hierher zurückkehren. Und sei es, um zwischendurch auf einem kleinen Abschnitt erneut davon zu naschen. Doch was hat es mit dem Rennsteig eigentlich auf sich? Grundsätzlich gibt es über 316 Rennsteige und Rennwege im deutschen Sprachraum. Der Thüringer Rennsteig ist in seinem Verlauf und seiner Bedeutung jedoch einzigartig. Außerdem ist er der älteste und mit etwa 100.000 Wanderern jährlich sogar der meistbegangene Weitwanderweg Deutschlands. Und als ob das noch nicht reicht, teilt er sich obendrein bei Rula noch in 2 weitere Varianten auf. In den Breitunger Rennweg sowie den Salmanshäuser Rennweg. Die Frage nach seinen Wurzeln ist damit jedoch auch noch nicht beantwortet. Schauen wir also genauer darauf. Seine erste Erwähnung fand der Rennsteig in einer Urkunde, welche am 10. August 1330 in Schmalkalden ausgefertigt wurde und in welcher es sich um den Verkauf von Lehen der Reichsabteilung Hersfeld handelt. Was den Namen unseres Rennsteigs angeht, da sind sich die Fachleute ebenso wenig schlüssig. Man könnte zum Beispiel Schlussfolgerungen auf die Jägersprache, nämlich Rhein, welcher eine Grenze darstellt, ziehen. Im Althochdeutschen ist der Renniweg im Gegensatz zu befahrbaren Heerstraßen ein schmaler Lauf- oder Reitweg. Erstmals taucht der konkrete Name dann in der Bergfreiheit für Goldlauter von 1546 auf. Dort spricht man vom Rennsteig. Spannender wird es dann im Mittelalter und unser Weg erhält deutlichere Konturen, denn er markiert die Grenze des Herzogtums Franken zur Landgrafschaft Thüringen und er grenzt deutlich die fränkischen Gebiete Südthüringens vom überwiegend thüringisch-obersächsischen geprägten Thüringen ab. Damit sind wir schon bei der ersten Besonderheit bzw. Highlight unseres Rennsteigs angekommen. Ihr werdet auf euren Wanderungen unheimlich viele historische Grenzsteine finden. Man spricht von ca. 1300. Der älteste von ihnen ist der Kurfürstenstein bei Brennersgrün aus dem Jahr 1513. Besonders bemerkenswert sind die 13 Dreiherrensteine, von denen jedoch nur 10 direkt am Rennsteig liegen. Im Jahr 1829 unternahm schließlich der Topograph Julius von Blenkner
Die erste Rennsteigwanderung von Blankenstein nach Hörschel, nachdem er die beiden Orte aufgrund der Topographie seiner Meinung nach als Beginn und Endpunkt des Rennsteigs ermittelt hatte. Er kartografierte den Weg. Seine Beschreibung fand 1832 zusammen mit der Erstveröffentlichung einer Rennsteigkarte Eingang in das Taschenbuch für Reisende durch den Thüringer Wald und begründete die Anfänge der touristischen Nutzung des Rennsteigs. 1890 trat August Trinius auf den Plan. Er wanderte ebenfalls den Rennsteig und löste mit seinen Publikationen einen richtigen Run auf unseren Fernwanderweg aus und machte unter anderem in den Veröffentlichungen des 1896 gegründeten Rennsteigvereins den Weg weit über die Grenzen Thüringens und Frankens bekannt. Der uns heute allen geläufige und bekannte Slogan »Thüringen, das grüne Herz Deutschlands« stammt übrigens auch von Trinius. Dr. Ludwig Schertl ist eine weitere für unseren Rennsteig wichtige Persönlichkeit. Er initiierte die Gründung des besagten Rennsteigsvereins im Waldhaus Weidmannsheil bei Steinbach am Wald. Im Zuge all dessen erfolgte ein regelrechter Höhenflug auf unseren Rennsteig. Der Rennsteigverein veranstaltete von 1897 bis 1942 jährlich um die Pfingstzeit die große Runst. Runst nennt sich nämlich diese Rennsteigwanderung. Damals wurde die Rennsteigwanderung in lediglich 6 Etappen absolviert, durchschnittlich ca. 28 Kilometer pro Tag. Ein sportliches Programm. Aber keine Sorge, selbstverständlich könnt ihr euch die Etappen nach eigener Lust und Laune einteilen. Denn zu sehen gibt es unterwegs unheimlich viel Interessantes, plant also genügend Zeit ein. Selbstverständlich musste für unseren boomenden Weg auch ein eigener Gruß her. Dieser lautet traditionell seit über 100 Jahren unter den Rennsteigwanderern Gut Runst. Ihr wundert euch, wo dieser merkwürdige Ausdruck herstammt? Es gibt eine ganz einfache Erklärung dafür. Denn auf der Suche nach einem passenden Gruß leitete man das Substantiv Runst von Rennen ab, analog zu Kunst von Kennen oder Brunst von Brennen. So einfach war der Gruß geboren. Wundern wird es euch jetzt natürlich nicht, dass unser Weg sogar eine eigene Zeitung bekam. 1897 erschien diese erstmals unter dem Namen Mareile. 1944 wurde ihre Veröffentlichung jedoch eingestellt. Doch weiter zu den geschichtlichen Besonderheiten des Weges. 1906 wurde sogar eine erste Erwanderung des Rennsteigs auf Skiern durchgeführt. 1913 wird schließlich der erste europäische Fernwanderweg von Hörschel bis zur Schneekoppe, heute Sněžka in der Tschechischen Republik, fertiggestellt und durchgehend markiert. Bereits im Herbst 1945 begibt sich dann der Altrenner Walter Schütz aus Ohrdruf mit Farbtopf und Pinsel auf den Weg, um vom Vacher Stein bis fast zum Wintersport-Ehrenmal, welche den Rennsteig zu DDR-Zeiten begrenzte, sämtliche Mareile zu erneuern. Hochachtung für dieses Werk, denn so kurz nach dem Ende des verheerenden Zweiten Weltkriegs hatten die Menschen genügend andere Sorgen und Probleme. Ein weiterer Markenstein wurde 1951 gesetzt, als im Hirschbacher Gasthaus Goldener Hirsch erstmals das Rennsteiglied von Herbert Roth und Karl Müller aufgeführt wurde. Aber ist man erst auf dem Rennsteig unterwegs, dann beginnt ihr es von ganz alleine zu singen. Bis jetzt hat jeder, mit dem ich unterwegs war, früher oder später begonnen, es selbst zu singen. Ich wandre ja so gerne am Rennsteig durch das Land, den Beutel auf dem Rücken, die Klampe in der Hand. Ich bin ein lustiger Wandersmann. Zurück zum Weg. Wie oben erwähnt, führte aus bekannten geschichtlichen und politischen Gründen der Rennsteig fast 40 Jahre in verkürzter Form vom Vacher Stein bei Eisenach lediglich bis hinter Neuhaus zum Wintersport Ehrenmal. Ihr könnt es noch heute teilweise am Grad des Ausbaus des Weges erkennen. Dieser immer durchgehend begehbare Abschnitt verfügt über eine sehr hohe Dichte an Schutzhütten und Rastgelegenheiten sowie eine dichte Ausschilderung.
Der Abschnitt in Franken hat deutlich weniger davon zu bieten, aber man arbeitet daran. So gibt es auf dem Abschnitt zwischen Steinbach und der ehemaligen Gaststätte Weidmannsheil beispielsweise inzwischen einen alternativen Weg durch den Wald. Denn auf dem originalen Rennsteig wurde die heute sehr stark befahrene Frankenwald-Hochstraße gebaut. Diese führt über mehrere Kilometer schnurgerade auf der alten Rennsteigtrasse und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dort jemand laufen möchte. Interessant zu wissen: 2006 wurde unser Höhenweg sogar als Einzelkulturdenkmal ausgewiesen. Der Denkmalschutz bezieht sich auf den historischen Verlauf des Rennsteigs sowie seine Sachteile, Grenzsteine, Wegweiser, Gedenksteine und Schrifttafeln, sowie Wegkreuzungen, Pässe und Raststätten. Des Weiteren bildet der Rennsteig die Wasserscheide zwischen den Flusssystemen Werra-Weser, Saale-Elbe und Main-Rhein. Am Dreistromstein bei Sigmundsburg treffen die Einzugsgebiete aller drei Ströme aufeinander. Das sollte man auf der Landkarte durchaus einmal Revue passieren lassen. Halb Deutschland bekommt also quasi von hier sein Wasser. Aufgrund der ständig zunehmenden Beliebtheit unseres Rennsteigs wurde er auch für Radfahrer immer interessanter. Deshalb wurde am 19. Juni 2000 ein separater Rennsteig-Radwanderweg eröffnet. Und wer glaubt, man könne den Rennsteig als Wanderer nur saisonal nutzen, der irrt. Über weite Strecken sind im Winter nicht nur Loipen angelegt, sondern auch für Wanderer die Wege in Teilbereichen geräumt. Allerdings bedenkt bitte die Höhenlage. Teilweise ist hier oben mit viel Schnee zu rechnen. Macht euch bei einer geplanten Winterwanderung vorher schlau oder nehmt spezielle Schneeschuhe mit. Ihr wisst, ich bevorzuge es, auf meinen Wanderungen Karten mitzunehmen, einfach um zu wissen, wo ich bin. Auf dem Rennsteig ist das eigentlich unnötig. Die Markierung ist derartig gut, sich dort zu verlaufen, muss man erst einmal fertig springen. In die sehr markanten Schilder mit einem meist weißen R, das Mareile genannt wird, werdet ihr euch schnell verlieben. Als kleiner Hinweis ist vielleicht zu beachten: Auf Wunsch von mehreren Wandervereinen wurden 6 lokale Alternativrouten ausgeschildert, die die Hauptverkehrsstraßen vermeiden oder reizvolle Aussichtspunkte einbinden. Mit diesen Varianten ist der Rennsteig zwar 22 Kilometer länger, aber ich würde euch raten, diese zu nutzen. Sie sind mit einem blauen R gekennzeichnet. Wie bereits erwähnt, auf unserem Weg gibt es jede Menge schöne Rastplätze und kleine offene Unterstandshütten. Dem Genusswandern steht also nichts mehr im Wege. Und wer jetzt immer noch nicht genug vom Wandern hat, der kann beginnend auf dem Rennsteig noch viele andere Wanderwege beginnen. Wie wäre es zum Beispiel mit dem internationalen Bergwanderweg der Freundschaft, welcher zu DDR-Zeiten erschaffen und von Eisenach nach Budapest führt und bis Neuhaus am Rennweg die Trasse des Rennsteigs nutzt. Eine weitere Fernwanderung ist der Thüringer Rheinwanderweg. Vom Großen Inselsberg führt der seit 1936 bestehende und 1993 wieder eröffnete 324 Kilometer lange Weg unter anderem quer durch Hessen, beispielsweise über Bad Hersfeld, Alsfeld und so weiter bis zum Schloss Engers in Neuwied am Rhein. Dazu kommen die bereits erwähnten Breitunger Rennsteig sowie der Salmannshäuser Rennsteig, um nur einige Anschlussmöglichkeiten aufzuzeigen. Also, da Worte sind genug gewechselt, auf geht's und in diesem Sinne, gut runst!